Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Sil J, Silberratio, die Stunde der Juniamin beginnt. Disclaimer. Silberratio, die Stunde der Juniamin beginnt. Silber-Junior-Minien sind stark unterbewertet gegenüber Silber, stehen kurz davor, in der dritten Welle auszubrechen. Gegenüber 2016, 2020 wird dies die stärkste Bewegung sein, die wir mit Juniamin erleben werden. Diese Chance wird von der Masse der Anleger bisher fast völlig ignoriert, da sie noch nicht mit großen Anstiegen rechnen. Nur wenige smarte Anleger sind bisher investiert. Dabei sprechen wir nicht nur von einer Verzehnfachung, sondern im besten Fall von für 50 bis für 100 Bäcker, für 100-fachung, wenn Silber die Marke von $40 erreicht. Lassen Sie sich im Centbereich nicht rausschütteln, kaufen Sie, wenn möglich, günstig nach, auch wenn es gerade am schwersten fällt, an einen Anstieg zu glauben, aber der überraschend kommt. Ja, so ist es eigentlich immer gewesen, dass, wenn die Stimmung am allerschlechtesten ist, wenn man auch selbst beginnt zu zweifeln, das sind die klassischen Einstiegschancen. So haben wir das zum Beispiel auch am Anfang 2016 erlebt, im März 2020, im Jahr 2009. Das wird immer so sein, weil es ist einfach so, wenn sich alle gut fühlen, es ist gute Euphorie, das sind schlicht und einfach dann Verkaufskurse. Das hier sind Kaufkurse, eindeutig. Ja, heute will ich über ein künstliche Intelligenzunternehmen mit Fokus Exploration sprechen. Also das schreiben Sie hier selbst auf Ihrer Webseite. Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Unternehmen dabei zu helfen, neue kosteneffiziente Entdeckungen zu machen. Unser hochmodernes System CARDS, Computer Aided Resource Detection System, vereinfacht den Prozess, in dem es große Mengen an geologischen Daten analysiert, um Zonen mit hohem Potenzial für die Entdeckung von neuen Mineralvorkommen zu identifizieren und so die Kosten für Explorationsprogramme erheblich zu senken. Ja, das Unternehmen übernimmt eben das Research, geht historische Daten durch und damit die Exploration weniger kostenintensiv ist und es führt zur Einsparung. Gleichzeitig entdecken sie eben ökonomisch abbaubare Ressourcen und teilweise, denke ich mal, lassen sie sich eben mit Anteilen aus diesen Unternehmen bezahlen. Und Sie wissen ja, die sind da absolut niedrig bewertet im Augenblick. Insofern denke ich mal, ist das eine Chance, denn wenn der Goldmarkt den Silbermarkt dreht, ist diese Aktie dann noch dementsprechend stark ausbricht. Genau, hat sie auch im Jahr 2020 beim letzten Goldaktien-Bullenmarkt getan. Da ging es im Grunde genommen von 5 Cent runter auf 0,5 innerhalb ganz weniger Monate. Und in diesen ähnlichen Erosionswellen hat das Unternehmen auch in der Vergangenheit agiert oder reagiert. Und jetzt schauen Sie sich an, was jetzt hier mit den Unternehmen passiert. Es beginnt eben auszubrechen. Und wenn, sage ich mal, die Stimmung wieder positiv wird am Gold- und Silbermarkt und Goldaktienmarkt, denke ich mal, sehen wir absolut ähnliche Entwicklungen wie das hier. Ist ein interessantes Unternehmen. Zum einen, weil sie eben involviert ist in die völlig unterbewerteten Exploration. Gleichzeitig haben sie auch ein großes Wissen, welche Unternehmen interessant sind und welche nicht. Das muss man eben auch so sehen. Und deswegen halte ich das eben theoretisch für möglich, dass es auch wieder solche Preisspitzen gibt. Und wir hoffen natürlich eine längere und größere Rallye, dass es so Richtung $1 und darüber hinausgeht. Ja, wie immer keine Kaufempfehlung, aber meiner Meinung nach einfach mal ein interessantes Unternehmen, das man durchaus kennenlernen sollte. Ist natürlich von Risikostufe, ist es eben sehr hohes Risiko. Natürlich steckt man da nicht drin, aber ich denke mal, wenn wir einen Gold- und Silberbullmarkt vor uns leben, kann es zu ähnlichen Ausstiegen wie in der Vergangenheit kommen. Und Sie sehen ja, aktuell reagiert das Unternehmen. Und Sie sehen auch, wie schnell, sag ich mal, günstige Einstiegschancen sind. Die war, wie gesagt, vor wenigen Wochen noch auf 5 Cent, jetzt ist es schon 10 Cent, 11 Cent. Das geht ganz, ganz schnell. Ja, nochmal generell zum Gold. Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre von $2000 auf 8500 steigen. Warum ist das so? Weil die charttechnisch ähnlich der 1970er Jahre ist. Damals ist eben genau dasselbe passiert. Wir hatten, also
Gold ist damals bis 1977, 78 bis auf $200 rangeklettert. Und das ist eine vergleichbare Situation. Dann gab es nochmal einen Rücksetzer, was im Grunde genommen die Leute nochmal abhalten sollte, jetzt in den Gold- und Goldaktiensektor zu gehen. Aber was kam? Es kam ein Anstieg von $200 auf $850. Und das hat diese riesigen Werte, die uns auch heute noch faszinieren, bei Goldaktien gebracht. Hier von 5 Cent auf $19, von 10 Cent auf $36, von 20 Cent auf $40. Also man konnte aus $1.000 100.000, 200.000, 300.000 relativ leicht machen, wegen dieser extremen Situation. Und wir haben genau dasselbe. Auch aktuell will man uns eigentlich weismachen, Gold ist kein interessantes Investment. Es ist genau wie dieser Rauschmeißer hier von den Anstieg von $200 auf 850. Und ich denke mal, das ist jetzt hier, könnte es theoretisch auch innerhalb von einem guten Jahr, wir werden dann alle überrascht, von 2000 auf 8500 steigen. Glauben wir, dass es so kommt? Na, eher nicht. Ich denke mal, die greifen ab irgendeinem Punkt ein, aber zumindest eine Rallye, weil sie auch ein bisschen Druck aus dem System rausnehmen, Richtung 2500 und 3000, Silber 50, 60 und los, sehen wir. Das ist gar nicht mal so besonders attraktiv für Gold und Silber an sich. Ich meine, das ist bei Gold ein Anstieg dann um 25 bis 30%. Aber eben diese Penny Stocks, die bringt es eben, wie Sie an dem einen Beispiel vermutlich auch erkannt haben, wo sind dann solche Penny Gold Aktien? Und das ist eben die ganz große Chance. Die ganz große Chance, das ist in meiner Meinung, liegt bei diesen extrem unterbewerteten Penny Gold und Silberaktien, und nicht primär Gold und Silber. Gold und Silber sind primäre, es ist ewiges Geld, man muss es haben, man muss vielleicht man könnte die Hoffnung haben, durch diese Goldaktien dadurch mehr sozusagen ewiges Geld zu generieren. Aber ganz große Gewinne sind da eigentlich nur zu machen, wenn wir tatsächlich extreme Zeiten haben. Und die haben ganz große hohe Kaufkraft zugeordnet. Aber davor stehen wir im Augenblick nicht. Denke mal, wir stehen in den nächsten 6 bis 9 Monaten vor einer Goldaktienrallye. Und da wird bald dann jeder von sprechen, wenn sie dann gelaufen ist. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Ich denke, wie ich das schon erwähnt habe, es kommt jetzt zu einem moderaten Anstieg von Gold und Silber, vielleicht auf Gold 2300, ungefähr 50. Das reicht aber eben dazu aus, diese Penny-Goldaktien zu triggern. Sie sehen es hier, wie diese Aktie auch hier 2020 bei diesen Goldaktienbewegungen reagiert hat, von 2 Cent auf 36 Cent gestiegen. Wenn eine stärkere Bewegung ist, dass solche Penny-Goldaktien, und die interessieren uns ja, dann Richtung 1 Dollar steigen könnten, analog dieser Darstellung. Und das ist das, was wir Ereignis 1 nennen. Nur ein moderater Anstieg von Gold und Silber, aber extreme Goldaktienrallye. Also die sind quasi komplett zerstören, und diesen Bewertungsaufstieg gibt es, weil sie weil sie quasi nicht mehr existieren und quasi wieder zum Leben erweckt werden. Und deswegen haben wir in der Frühphase diese Bewertungsaufschläge. Wenn es nachher höher ist, dann steigen sie in irgendeiner Proportionalität von Gold, aber haben nicht mal diese die enormen Aufschläge, wie wir sie jetzt vor uns haben, vermutlich. Ja, immer noch extrem Unterbewertung bei Goldaktien. Kurioserweise ist seit 1996 Goldaktienverhältnis zu Gold sinken und sinken und sinken. Haben wir eigentlich erst jetzt die Jahre hier Boden gehabt, und die Statisten meinen, dass sich das eruptiv ins Mittelfeld hochladen können, vielleicht auch noch darüber hinaus. Und allein das würde die größte Goldaktienrallye aller Zeiten bedeuten, wegen dieser extremen Unterbewertung. Und dann haben wir auch noch das Phänomen, dass die sogenannten Junior-Explorationsaktien im Verhältnis zu den sogenannten Senior-Produzenten wie Barrick und Newmont extrem unterbewertet sind. Und auch das kann, wenn der Gold- und Silberpreis dann steigt, in einer ganz kurzen Zeit kann dieses Gap geschlossen werden, und wir sehen ganz große Gewinne bei Pennygold-Aktien etc. Also es gibt eigentlich zwei Primärargumente, warum man jetzt in Top-Penny-Gold-Aktien investieren sollte. Ja, nochmal eine grundsätzliche Überlegung, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Manchmal macht das große Bild, sich mal anzusehen, macht einfach Sinn. Und im Grunde genommen ist es total easy gewesen. Man hätte einfach diese zerstörten Goldaktien kaufen müssen, die ich Ihnen ja auch genannt habe. Ich sage jetzt nicht, dass man die ganz großen Gewinne erzielt hätte, aber irgendwo Werte zwischen 50 und 100 von dieser Tiefe damals wären auch für Otto Normalverbraucher möglich gewesen. Ich habe hier einfach mal 100 angenommen. Also das heißt,
wenn man da sein Geld investiert hat, hätte man das vielleicht bis 1980 oder bis Ende 1979 eben verhundertfacht. Und dann wäre es eben wichtig gewesen, wohin mit dem Geld. Und nur, das ist ja nur ein Rückblick. Rückblickend wäre es am besten gewesen, dann die Assetklasse zu wechseln. Also wenn also Gold im Exzess ist, alle Gold und Goldaktien jeden Preis haben will, dann wäre es eben ideal gewesen, zum Beispiel dann in superproduktive Aktien oder Aktienfonds wie Berkshire Hathaway zu sehen. Und von diesem Punkt aus, von 1980, ist dann Berkshire Hathaway bis zum nächsten Goldbullenmarkt, also signifikanten Goldbullenmarkt 1999, um das 228-fache gestiegen. Das heißt rückwirkend, und das ist eigentlich eine verrückte Aussage, $50 in Goldaktien investiert, hätten uns langfristig 1 Million Dollar Vermögen gemacht. Und so müssen wir denken. Das heißt, dass man langfristig so Vermögen ausweist, dass man eben diese Zyklen nutzt. Und es ist eben einfach so, jetzt steht irgendwie Goldaktien-Rallye vor uns. Das wird eine Übertreibung in irgendeiner Form geben. Wir rekonvertieren das, wenn keiner Standardaktien haben will, so genauso wie es hier in dem Beispiel ist. Das wäre rückwirkend am besten. Und ich behaupte, es wird auch in Zukunft sein, vielleicht natürlich mit einigen anderen Verwerfungen, die kommt, aber grundsätzlich ist es dasselbe aus meiner Sicht. Also einfach, um sich das mal bewusst zu machen, warum das so interessant ist. Ja, das Ereignis 2 und Ereignis 3. Also wenn wir dann beispielsweise Geld mit Gold- und Silberaktien gemacht haben, dann ist es einfach relativ sinnvoll, weil wir die Bedrohung einfach zunehmen. Es kann allgemeine Rückschläge am Markt geben. Es kann Minenverstaatlichung werden, des eigenen Bankensystems angesprochen, ein Großteil davon der Gewinne in Gold und Silber sozusagen zu parken. Langfristig wissen Sie ja, steigt dann Gold irgendwo, das ist ja berechnet worden von Mike Maloney, Egon von Greyerz, steigt in Gold auf 8.000 Kaufkraft, heutige Kaufkraft Silber 300, das ist der Maximalwert und dann muss es rekonvertiert werden und dann, wie ich das beschrieben habe, eben in Top-Aktien, Top-Immobilien oder einfach Unternehmen, die haben dann den günstigsten Preis, beziehungsweise Gold und Silber sind dann in einer extremen Übertreibung sozusagen und man muss einfach die Übertreibung muss man einfach verkaufen, so wie es eben doch richtig gewesen wäre im Jahr 2000, als diese Dotcom-Bubble war, die auch zu verkaufen, um am besten in Gold und Goldaktien zu wechseln. Genauso ist es jetzt auch, nur andersherum. Ja, also Fazit, ja, das hatte ich ja angedeutet, man muss einfach diese Ereignisse, die Gewinne aus diesen Ereignissen, die man versuchen muss zu spielen, muss man multiplizieren. Man muss jetzt einfach sein Kapital durch diese kommende Inflation maximieren sozusagen und dann absolut billig am Höhepunkt dieser Inflationspanik, Euphorie, wie man das auch mal sagen will, dann wieder in produktive Werte reingehen. Und nach der Inflation, das ist bis jetzt immer so gewesen, kam es dann zu einem natürlich ergibt es dann erstmal eine postinflationäre Depression, weil Nachfrage, Angebot, die ganze Wirtschaft ist eigentlich auf Inflationsgewinne und so ausgerüstet. Da gibt es deswegen kommt es, also die ist nicht fit. Wenn Inflation ist, dann gibt es immer Businessmodelle, die auf Inflation setzen. Das heißt, irgendwelche Firmen nehmen vielleicht Kredite auf, kaufen Waren ein, die sie gar nicht brauchen und. Und das führt eben, sobald die Währungssysteme sich stabilisiert, dann auch teilweise zu einer Pleitewelle und so, aber das ist dann quasi dann die Depression, die wir dann haben. Aber da werden sich gute Firmen herausarbeiten, die sind dementsprechend billig für Gold und Silber. Und dann gibt es dann wieder im Allgemeinen ist das Währungssystem wird dann nicht in Frage gestellt und gibt einen langfristigen Aufschwung, so wie wir es von 1980 bis im Jahr 2000 erlebt haben. Ja, also das muss man versuchen zu multiplizieren. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, diese Goldaktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Exit-Strategie ist auch mit bei. Wenn Sie sich für einen Report interessieren, finden Sie Informationen da an YouTube am Anhang in der Beschreibung. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Keine Mindestinvestition, sondern sehr günstig. Eine Überweisung schon ist ein Zollfreilager eingeladen. Genauso leicht ist der Verkauf. Sicherlich auch ein Unternehmen, das man sich mal angucken kann. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht
mir auch ein Like geben. Das würde dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.